Du möchtest deine Registrierungen in schnellem Zugriff haben, möchtest dir vielleicht eigene Tanzrunden zusammenstellen oder Titel nach Genre sortieren. Genau dafür gibt es in unseren Yamaha Keyboards die Playlist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. In unserem heutigen Thema soll es um die Playlist von unseren Yamaha Keyboards gehen, also Genos, SX900 und so weiter, die diese Funktion haben. Und in dieser Playlist können wir nun unsere Registrierungen sortieren. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt am besten mal am Genos an, also auf ans Keyboard. So, und jetzt am Genos angekommen, wollen wir uns also eine neue Playlist anlegen. Dazu gehen wir hier auf den Taster Playlist und sehen jetzt hier im Menü schon, dass wir jetzt die Beispiel-Playlist unseres Genos geladen haben. Und wir möchten jetzt hier eine neue Playlist anlegen. Wir gehen also im oberen Bereich hier auf New. Es wird gefragt, es wird eine neue Playlist angelegt. Wollen Sie fortfahren? Das möchten wir natürlich tun. Und können jetzt hier oben über den Button List kommen wir jetzt in unsere Registrierbänke. Wir wechseln jetzt auf den User, gehen in unsere Registrierungen hinein und können jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel Musik aus den 70ern haben. Alice ist zum Beispiel da ein gutes Beispiel. Amarillo, Anita ist aus den 70ern, die Barbara ist aus den 70ern, Rivers of Babylon ist aus den 70ern, Boat on the River, California Blue und so weiter und so fort. Und wir können jetzt sagen, indem wir oben rechts auf Add to Playlist drücken, und schon haben wir jetzt diese Titel in unserer Playliste gespeichert. Das Ganze möchten wir natürlich jetzt sichern. Wir gehen also auf Save. Save hier. Wechseln vorher natürlich in unseren Ordner für unsere Playlisten. Sagen Save hier. Und das ist eine neue Playliste. Und die möchten wir jetzt mal mit meine Playlist bezeichnen. Und jetzt können wir diese Playlist natürlich auch nochmal entsprechend bearbeiten. Wir können also jetzt sagen, wir markieren uns eine und können jetzt über diesen Down-Taster, den wir jetzt hier sehen, Up und Down, unseren markierten Titel im Menü hin und her schieben. Wenn wir jetzt in das Edit-Menü reingehen, können wir festlegen, welche Registrierung soll beim Aufruf unseres Playlist-Eintrages zuerst geladen werden. Möchten also jetzt hier die Registrierung A laden und können gleichzeitig sagen, was soll uns angezeigt werden. Möchten wir die Noten sehen, möchten wir die Lyrics sehen oder möchten wir den Text sehen? Ich möchte in meinem Fall jetzt die Lyrics sehen und gehe wieder zurück und ihr seht, wir haben jetzt hier in diesem Bereich
eine 1 und Lyrics stehen. Wenn wir jetzt den nächsten Titel aufrufen, Amarillo, wir gehen jetzt wieder in das Bearbeitungsmenü Edit, wählen jetzt mal die Registrierung 2 als erstes aus und sagen, wir wollen die Noten angezeigt bekommen. Gehen wieder heraus und so können wir das mit allen Titeln machen. Wählen uns also den Titel, gehen in den Edit-Bereich, drücken unsere Registrierung und entscheiden uns, was genau wir angezeigt haben wollen. Das Ganze können wir natürlich jetzt in unserer Playlist nochmal zurückspeichern. Ich bin jetzt hier noch auf meiner Playlist, sage Save 4. Okay, Yes überschreiben. Und damit habe ich diese Einträge gesichert. Und wenn ich jetzt auf Load gehe, wird mir der Titel geladen und sofort öffnet sich die Lyrics. Gehe ich jetzt auf meinen Titel Amarillo, wird sofort beim Öffnen das Notenbild geöffnet. Mit dieser Methode kann ich natürlich dann mir viele Listen anlegen und habe sofort schnellen Zugriff auf meine Registrierungen. Ja, ihr seht also, die Playlist ist ein mächtiges Werkzeug an unseren Yamaha Keyboards, mit der man wirklich sich ganz tolle Sachen zusammenstellen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.